Das Onkelchen ist zu Besuch gekommen. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wo, ich weiß nicht warum, aber er ist hier. Gehen wir ihn begrüßen. Onkelchen, der beste Onkel. Gleich nach Onkel Clive. Aber Onkel Clive ist ja nochmal so ein ganz anderes Level von Onkel. So ein ganz anderes. Immer ein bisschen Angst, dass der Aufzug irgendwann mal auseinanderbricht. Hey, Gav. Well, fuck me. Never thought I'd see Später. the day Lord Byron Rosfield of the Seven High Houses came to tea. Später, Gav. Komm einfach vorbei. Onkelchen! Ah, my dear nephew. How I've missed you. How did you find this place, Uncle? Through the good offices of young Sir Wade. He really is the most helpful fellow. Woher weiß der das? As are you, I hear. The Guardians and those they freed tell the most outlandish tales of your heroics in Rosalith. Which is why I came, to learn the full truth of the matter. Sort the fact from the fiction, so to speak. You were working with the Guardians of the Flame to evacuate the people of Rosalith to Port Isolde. I was, aye. Then I have questions for you. Please, come inside, Uncle. Gladly. You there? There are 2,000 gold talents in those chests. What? See that they're added to my nephew's coffers, would you? 2,000? Onkelchen ist aber spendabel. Stell dir mal vor, er wäre damit untergegangen. And I'm afraid that is all I know. A fleet sailing south past Port Isolde. Most intriguing. Forgive me for not being able to tell you more. I hadn't the faintest idea Kupka withdrew wounded from Rosalith. Still less that my own nephew dealt the decisive blow. What do you think, Vivian? I think, with this news of the Dalmekian fleet and recent reports of the Royalists' movements, that the final piece of the puzzle has fallen into place. Hurra! Come here and I'll show you. Da bin ich ja mal gespannt, wo wir jetzt hinfahren. Guck mal, die halbe Welt einfach schon kaputt, ne? It is known that Kupka's forces entered Rosaria via its unguarded coast. So can the same be said of your visitors from Waloed? Certainly, her royal navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Einherjar, or Black Galleon, she boasts a vessel nigh as swift, and every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. A fitting flagship for a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash. Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Zum Kristall. Why home to Drake's Fang? A place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his hurts. But would that not entail an arduous voyage around the southern cape? Let us say that the Royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde. To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance. No. The journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. So what then was the plan of our Waluda friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. And by cutting through the Velcroy, a party traveling light would have Titan back in his bed days before a galley could lurch into port. To wit, it was the Royalists, not the Republicans, who effected Hugo Kupka's safe retreat. I would stake your life on it. Can you not, maybe?
Aber ja, das klingt einleuchtend. Schätze, der eigentlich noch da? Ich glaube, Twitch ist So abgekackt. it was the Waluders who spirited the wretch away. Now I think about it, there was something a little strange about the ships I saw. The men seemed almost crestfallen, as if in mourning, as if they believed, or were made to believe, that their master was dead. You have a keen mind, Lord Rosfield. And you have your answer. To find Kupka, you have merely to follow the Royalist trail across the Velcroy. It may well have gone cold by now, but as they say in the Republic, all roads lead to Drake's Fang. Allow me to accompany you part of the way. As luck would have it, I had intended to journey Canberward on business after visiting you here. The Fang would be but a short detour. I'd be glad of the company. Give me a moment to make ready. I need to tell my friends what we've learned. And where we're going. Very well, but be quick about it, my boy. Time waits for no man. Er hat so richtig Hummeln im Hintern. Ja, die App ist wieder abgestürzt. Deswegen dachte ich, ich frag mal nach. Aber wenn ihr noch da seid, dann ist ja gut. Mid's finished outfitting her little workshop, I hear. With a little help from Sid. Otto. Kupka's at Drake's Fang. I'll be leaving before sunset. You're not going in there alone, are you? Don't worry. I'm not going there to Nicht? destroy the Mother Crystal. All I'm after is Kupka's head. Aber wenn wir schon I da won't sind. risk any more than I have to. I promise. The Lancer and the Fang are all Kupka's personal fiefdom. You have any trouble on the way, you ask for Rosina Dalamil. Some call her the Desert Hare. Who is she? An old associate of Sid's, and only Sid's. All I know is the name, and that they used to meet at the Dalamil Inn. We've heard nothing from her since he died. But I'm thinking maybe the new Sid might be able to bring her back into the fold. Thanks. I'll keep that in mind. So, what about your uncle? I mean, he's welcome to stay, but... Don't look so worried. He'll be coming with me. Thank fuck for that. Gav, Otto, I'm leaving you two in charge. You can count on us. Dabei wird der Onkel das Versteck aber ordentlich aufmischen. Das würde ich eigentlich gern sehen. Ist fast ein bisschen schade, dass wir direkt weiterziehen. Naja, kann nicht alles haben. All right, Uncle. I'm ready to depart. Shall we? We shall. Come, let us away to adventure. Ob das so eine gute Idee ist. Wir wollten doch Byron da eigentlich nicht mit reinziehen. Das war so mein letzter Stand, oder? Dass wir Byron nicht in den ganzen Quatsch mit reinziehen. Naja. Aber ich denke mir so, wenn wir doch eh schon zum Dragonfang gehen, könnten wir doch die Gelegenheit auch gleich nutzen und ihn platt machen. Dann sind es nämlich nur noch 2 Kristalle. Hier mit der Meerenge und dieser riesige Schlund, ne? Gibt mir halt auch immer noch zu denken. Hier würde ich halt zum Beispiel Leviathan hinpacken. Wenn er denn existiert. Und dann musst du halt eh hier vorbei. Um überhaupt erstmal hier zu... Ich nehme mal an, Barnabas-Kristall zu kommen. Aber ich mag, dass die Weltkarte auch so ein bisschen wie so ein interaktives kleines Schlachtfeld ist. Das ist halt schon eine ziemlich coole Idee. Aber jetzt schicken wir Clive erstmal in die Wüste, in die Velcroy-Wüste. Ist hier ein Klettverschluss? Ein schier unendliches Meer aus Sand und Stein, das mit der Zeit immer weitere Teile des Westens Dalmekias an sich reißt. Das ist wohl auch Teil des Bleits. Oh Gott, ich sehe Sandstürme. Und mehr Ruinen.
Die sind nicht richtig angezogen für die Wüste. Aber so gar nicht. I was a young man when last I walked this path. There's an old trading post not far from here. The road to Drake's Fang leads through it. The trading post it is. Ja, die Musik ist übelst cool. Fährten im Sand. Als ob wir jetzt echt den Opa dabei haben. Also den Onkel. Our destination lies over that dune, beyond the ruins. Mark them well, Clive. It's all too easy to lose one's bearings in the sands. Ich habe schon befürchtet, dass die sich wieder in den Ruinen eingenistet haben. Das wird denen irgendwann zum Verhängnis, weil ich bin mir sehr sicher, dass wir im Verlaufe des Many Spiels... years ago, when you were just a boy, you and I rode this way together, accompanying your father on a scouting expedition to Drake's Fang. He let me come with you. I'm not surprised you don't remember. It was just before Joshua was born. You were so eager to be there when your brother arrived that you whipped your chocobo too hard on the journey home and fell from the saddle. Uff. I shall never forget how Elwyn fussed over you as you sat in the sand, bawling like a babe. Gut, der muss da ja noch relativ klein gewesen sein. Aber deshalb nimmt man Onkel nicht mit. Die erzählen peinliche Geschichten. So, was ich aber eigentlich sagen wollte, das wird uns irgendwann zum Verhängnis werden, weil ich bin mir sehr sicher, dass wir im Verlaufe der Geschichte den Quatsch hier womöglich reaktivieren werden. Und dann haben wir alle gelitten. Aber so richtig hart. Aber naja, müssen die selber wissen. Schauen wir es uns mal an. Who do you think those soldiers were? So, Lord Cook has finally made his move. Yes. I expect that's why there's so many soldiers in town, to deal with any Imperial reprisals. Aber ich meine zumindest, Schatten? Schatten liefert das Ding genug. Ach, guck mal, was für Schicki. Ich mag ja so Wüstengebiete voll. Waren Joshua und seine Olle nicht auch hier in der Gegend? Ah, there she is. The good old Dalamil Inn. Do you know, this heat has given me quite a thirst. Quick drink before we press on? Onkelchen, wir haben eigentlich keine Zeit für Suff, ne? Das Schicksal der Welt steht. Alter, wie schnell ist er? Hast du das gesehen? Er will dringend ein Schlückchen. Holy. Ui, was ist los? Look, there. Schwarze Chocobos? Those are Ashen steeds. No doubt about it. And such a long ride from Stone here. Our Luda friends must be soothing their saddle sores in the inn. Shall we join them? Run along and play now, Torgal. Dogs aren't allowed inside. Och, ist aber gemein. Der möchte bestimmt auch ein bisschen was Kühles trinken. Hm? Oh mein Gott, what? What? Das war ein abrupter Cut. Weißt du, plötzlich hat er sich erinnert, dass er eine Hut hat. Was ist los? Was passiert? Good day to you. Eating?
Sorry about my pal. He only talks when his mouth's full. What do you recommend? Well, if you're after something light, we do a fine chocobo soup with lentils and honey. Not 2 again. bowls of that, then. An ale. Right you are. Hey, girl! Coming! Also ist Twitch doch am Rumspinnen. Pal? Would you rather be my squire? Samstagabend, ne? Ich kann gleich auch noch mal kurz Pause machen. Wir können guter neu starten oder so. Hey, das ist doch die Begleiterin von Joshua, oder? Sind die einfach wirklich? Das klingt nicht mehr gut. Your Grace, it is plain you are not yet well enough to travel. If you would only let me take you to someone who can better attend to your ills. No, we must press on. Prince Dion has returned to his camp and will soon depart for the front. I must speak with him at all costs. Miss this chance and I may never get another. You do understand that? Yes, Your Grace. But you must at least agree to take your medicine. I'll fetch you some water. Meins passt mir nicht, aber ist halt auch blöd für dich sonst. Oder du kommst einfach runter. Hey Sepp. Dankeschön für die Bits. Freust dich schon auf morgen? Die Frage, kennt sie Clive und würde sie ihn erkennen, wenn er da sitzt? Wahrscheinlich nicht. Keep watch, they tell us. But all I see is sand. I hear they got our guest back to the Fang without any trouble. We'll be leaving soon enough. Why the Lord Commander dragged us all this way just to save that blockhead skin, we'll never know. Dominant or not, he's a bloody idiot. That'll be Cooker, then. Onkelchen wird uns so in die Let's get this down Scheiße us. reiten. We've a long way to go. Hey, you. Uncle? Sorry. Hey Dom. Ja, aber wie sie sich jetzt so ganz knapp verpassen. Ich liebe und ich hasse sowas. Can you walk, Your Grace? Wir müssen weg. What's wrong? I fear trouble may be brewing downstairs. You two are travelers, are you not? Me and my companions are strangers here. Perhaps you'd be good enough to accompany us a while. Help us find our way. Sorry, lads, but we've got business in camera that can't wait. Ah, I'm sure you could spare us an hour or two. Come on. Friend. I'm afraid we don't have a moment to lose. Friend. Ach, gleich. Stay back, Uncle. Gladly.
kann halt nicht mal 2 Minuten nicht in Schwierigkeiten geraten. Nicht mal 2 Minuten. Take him. Try it. Oh, ich hätte vielleicht Tränke kaufen sollen. Weil jetzt nicht für die. Das schaffe ich schon. Cheerleader, Onkel. Au. Ich muss heute echt ein bisschen weniger drücken. Mein Daumen ist noch sore von gestern. Schöne Sauerei. For your trouble. Okay. Word of advice, miss. That soup could do with a touch more salt. Das ist einfach wie so ein alter, gemütlicherer Clive. Bisschen proper, bisschen versoffener. Aber sie erkennt uns echt nicht, ne? Das ist jetzt natürlich blöd. Now's our chance. Your Grace? I'm fine. So nah und doch so fern. Oh. Cool, das zeigt an, dass Joshua hier ist. Ein bisschen spät leider. Ich verstehe aber auch immer noch nicht, wieso er vor uns wegläuft. Wäre es nicht effektiver, wenn wir zusammenarbeiten würden? Oder hat er Angst, dass ich ihm dann den Phoenix rauszuzle? Könnte halt passieren, ne? It's nothing. Let's go. Wobei Shiva ja auch immer noch in Jill ist. Also. Ach, Torgel. Where are you? Well, if we didn't know where to find Kupka before, we do now. The Royalists said it themselves. Their guest is in the Fang. We should press on before any more of their friends turn up. Plates and pots! Hätten wir das nicht vorher schon gewusst. Okay, Schatz, wie sieht's denn aus mit deinem Internet? Are all your muscles so hard? Won't you come and play, handsome? Die Dirnen hier sind aber aufdringlich. 1,000 gil for a measly bunch of Gazal trees. Und ich will auch Gisarkraut kaufen. Ich meine, ich habe einen Chocobo, aber...
Hier kann man ja auch mal was Gutes tun. Meinst du denn ein Router Reset bringt was? Anytime they pull their snouts out of Cook's trough is when they want to lord it over us. Echte Kaktornadeln, importiert aus Übersee, bringt Herren wie Damen in Stimmung, heiße Nächte garantiert. Kaktornadeln sind ein Aphrodisiakum? Let me treat you. Alter, die sind hier ja nur bumsgesteuert. Ist es nicht viel zu warm in der Wüste für so viel Sex? Ich meine ja nur. Why is the tavern shut? Okay, ich glaube, jetzt bin ich auf der falschen Seite gelandet. Willkommen im letzten Stich. Leere jeden Krug, als ob es dein letzter wäre. Junge, was? Was bin ich lesend? Aber gut, dann schauen wir mal, ob ein Router Reset Dinge fixt. Und ich bin hoffentlich gleich wieder da. Okay, Technik-Drama gefixt, aber ich habe vergessen, Tränke zu kaufen. Das heißt, bevor wir aufbrechen, nach hier unten, im Schatten des Titans, muss ich, glaube ich, nochmal zurück. Weil ich sehe hier keinen Laden. Zum Glück können wir immer in unser Versteck zurück. Mit Tastatur sogar. Oh oh, oh oh, oh oh, oh. OBS macht keinen Quatsch jetzt. Oh, ich weiß, wieso ich so ungern Samstagabend streame. Es macht immer nur Elend. Wie hast du es denn jetzt gefixt? Weil eventuell habe ich jetzt die technischen Probleme. Is it business or pleasure? If you're gonna buy something, be quick about it. Nee, das macht er schon aus eigenem Antrieb, keine Sorge. You're rubbing me blind, you know. You'll not find a better price than that. It'd better all be here. Ich hab's ja. Ich könnte eigentlich auch mal in Elixiere investieren, aber eigentlich habe ich sie bisher nicht gebraucht, ne? Okay, Twitch ist wieder sehr merkwürdig. Na gut, aber solange es jetzt funktioniert, ist das ja die Hauptsache. Samstagabend immer schwierig. Ich dachte, dieses Wochenende, wo schön Dokumi ist vielleicht nicht so schlimm, aber doch. Doch. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Auf die Rückseite der Taverne. Wie komme ich da denn jetzt wieder hin? Ich mag den Stil dieser Wüstenstadt. Wüstenstädte sind irgendwie cool. Also ich glaube, ich könnte da nicht leben, weil ich würde einfach schmelzen. Ich bin ja nicht so hitzeresistent. Aber so rein optisch kann ich denen wohl was abgewinnen. Na, alles gut. Ist ja nicht deine Schuld, wenn Twitch rumbuggt. Hatte die anderen eigentlich auch Probleme? Weil mir ist zwischendurch auch die App abgestürzt. Und so. So irgendwie ist Twitch heute Abend wieder ein bisschen wild. Fucking man of the wrong. Hä, den Replicant war auch voll cool. War voll unique. Huch. Da gehen wir wohl nicht lang. Ah, they've closed the road. And it's the only way from here to the Fang. Klettern wir halt drüber. It would seem Lord Kupka is not accepting visitors at present. We have to get through that gate. Not by force, I trust. We've attracted quite enough unwanted attention already. By guile, then. Perhaps the Desert Hare can offer us her aid. Rosina Dalamil, woman of mystery. Woher kennst du die denn? But how will we find her? We know naught of her but her name. And that she was working with Sid. Sid's other collaborators have all been people of means. The wealthiest and most successful members of their communities. I'll wager this Rosina Dalamil is the same.
that would certainly help to narrow the search. We need only inquire as to who is in charge of the town. And that's exactly what I mean to do. Heißt das hier nicht auch Dalamil Schenke? Ich meine, dann würde ich mal annehmen, dass sie ein relativ großes Tier ist. Hättet keine Probleme? Okay, ja, dann umso besser. Dann hoffen wir mal, es ist smooth sailing from here. Anything I can help you with, travelers? Allow me. My good man, we represent one of the oldest and greatest trading houses of Port Isolde. We're seeking to expand our business in the region and would very much like to make the acquaintance of Dalamil's leading entrepreneurs. If only we knew where to find them. Well, we're best known for our baths, our markets, and our smithies. I suppose you could do worse than start your search at one of those. Better? Thank you. You've been most helpful. Oh, you wouldn't happen to know a lady by the name of Rosina Dalamil, would you? No. No. I can't say I do. Well, thank you all the same. Sollten wir nicht auch in der Schenke nachher fragen? Otto hatte doch sowas erwähnt. Au! Oh, Katze! See, I'm busy. I won't keep you long. I'm looking for someone. A woman by the name of Rosina Dalamil. Do you know her? Never heard of her. Is that all? One more question. Wie die so ablocken, ist verdächtig. If I wanted to find the richest trader in town, where would you recommend that I look? Well, that's easy. The Briar's Kiss. Won't find a finer smithy this side of the strait. The owner's only a young sprig, but he's got all the right ideas. The Briar's Kiss, you say? Thank you. Lieb's, wenn die Katze auf den Hocker springt. Young sprig is the person we're looking for. You said Sid's contact was likely to be an influential sort. Influence comes with age and experience. Believe you me. So sicher, dass du das einem jungen Mann wie mir sagen möchtest, Onkel? Bist du ganz sicher? Ich lieb's, wenn die Katze kommt, hochspringt und mir das ganze Bein aufkratzt, weil sie einfach daneben hüpft. Dieser Abend, ey. Ich möchte mich schon weinend in der Ecke legen. Die haben sich hier aber schön an so einer Oase eingedingst, ne? Ist das Kalkstein? Wüstenhitze soll ja aber auch gar nicht so schlimm sein, weil Wüstenhitze ist trockene Hitze. Und trockene Hitze ist leichter zu ertragen als schwüle, warme Hitze. Also sagen wir tropische Hitze. Damit komme ich halt gar nicht klar. Can I help you? Yes, I'm looking for a woman by the name of Rosina Dalamil. A long-standing pillar of your community, I believe, from old trading stock. Then you should ask further. He's been here for years. Knows the place and its people like the back of his hand. And he's in with all the old merchant families. Try the baths. That's where you'll usually find him. Thank you kindly. Jetzt werden wir aber auch ganz schön von A nach B gescheucht. Well, it sounds like we have our man. Perhaps. Let's go and find out exactly what this further knows. Aber ehrlich, Clive in seiner Rüstung hier gerade muss einfach schmelzen. Sweet incense. Wax candles. Ich guck mal erst, ne? Das ist doch kein Bad. Das ist ein Fußbad vielleicht. Where are the bearers who heated it? It wasn't heated by magic. It comes out of the ground like this. Eine heiße Quelle. Einfach ein Onsen mitten in der Wüste. Luxus. Ist aber schon cool. Excuse me. Are you further? I am. Can I help you, travelers? I hope so. You've lived here for some time, is that correct? Do you know Rosina Dalamil? We believe she may be a trader of some renown.
And what business do you have with the desert hare? She was a close friend of mine. I was hoping she might be able to help me. Very well. Go to the bordello. I'll arrange an introduction. Bordello. Der Sky hat Eis, ich bin neidisch. Will auch Eis. Dabei hatte ich heute schon Eis. Trust him. Only as far as I think. Oops. So you're the ones who've been sniffing around. I beg your pardon? Ach, Clive. Don't play the fool. Stick your nose in our business and you're likely to lose Er ist it. so naiv. Natürlich rennst du nicht rum und fragst die ganze Zeit nach diesem Codenamen. Das weiß ja sogar ich. Dass man sich damit direkt auf die Abschussliste setzt, ist ja wohl klar. Nichts dazugelernt, der Junge. Nichts. Ich glaube, das Onkelchen muss mal aus dem Weg gehen. Flutschfinger. So unanständiges Eis habt ihr. Oh, ich müsste auch, glaube ich, mal wieder Fertigkeitenpunkte verteilen, ne? Das habe ich, glaube ich, auch schon länger nicht gemacht. Waffeleis, größer Stieleis. Niemals. Waffeleis macht immer Sauerei. Who are you working for? Him or her? Him. The boss. He wanted us to test you. Though one could hardly call that a test. Lord Furder? Look what the cat dragged in. Your skill with the blade is rare indeed, my lord. A fitting talent for an outlaw. You know who I am. So what now? Call in the Men of the Rock and collect the bounty? That isn't my decision to make. Our work is done. Take him to meet his precious Rosina. She will be interested to make his acquaintance. Yes, my lord. To the Lock of Leisure, then. Immer die Bordellfrauen. Ne, klar ist Flutschfinger voll unanständig. Hast du den mal angeguckt? Erstmal Torgel streicheln. Und füttern. Nom. You were right, boy. Bestes Spiel. Schon Game of the Year, wenn man Torgel petten kann. Fresh bread, warm from the oven. Here. Der letzte Schrei. Brot so weich wie eine Schäfchenwolke. Taste. Oh. Ich mag so Wüstenbasare, die sind irgendwie cool. Das würde ich jetzt auch sagen. Is this the place? Lubo's Forge. The Briar's Kiss. Ah, so it was the young sprig after all. So much for Rosina Dalamil being a woman of experience. How wrong I was. It was an easy mistake to make, Uncle. After all, it must have been years since Sid last saw her. Sorry, him. Whoever this Lubor truly is, he's clearly a man of means. I'd say he deserves our respect. See that he gets it. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Ich wünschte trotzdem, wir hätten Joshua verfolgen können. Lubor, Lord Furder told me to bring them to you. My boys tell me you're in need of assistance,
Sid II? I won't waste your time. I need passage through the south gate. Tell me, what do you think is a merchant's most important commodity? Why, trust. Everyone knows that. Without it, you have nothing. Ich mag and ihn. nothing is exactly what you have. And so, for you, I, too, have nothing. I'm not in the business of helping every lost puppy that wanders in off the street. I'm a busy man, as you can see. Let's leave this mummer to his farce. By all means. Find someone else to help you on your way. Just be sure to tell them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for. Don't want them jumping to conclusions, do we? Why, you... Wessen Schuld ist das wohl? What do we need to do to earn your trust? I like this one. Willing to do whatever it takes to get what he wants. Ha! Men like you have a special place in my heart. Ich weiß nicht, mein Gaydar schlägt aus. Why, you ask? Because they get me what I want. Always. Fine. So what do you want? Don't tell me you're going to listen to this swaggering scruff. Onkelchen, We halt might dich as well raus. hear him out. It's only natural that an ally of Sid's would seek assurances of strangers. Assuming he is an ally, of course. 5 years ago, he would have still been a boy. And yet even then I had more good sense than a man, 5 times my age? But enough of the pleasantries. We were speaking of what I want. I want you to put an end to the trouble in Dalamil. Ach so, ja dann. Return to me when you have done so, and you shall have my aid. Until then, I bid you good day. What trouble? If you're going to give us orders, be clear about them, damn you. Manners, Greybeard. One catches more damselflies with honey than with vinegar. What did you call me? My apologies. A word of advice in recompense. Follow the crystals. Oh, but that was 3. Oh, I'm making this too easy for you. Hat Shorty Energy, finde ich. Ha! It will be easy. Solving his little riddle should be like dealing with him. Child's play. Let us divide our forces, Clive. I'd rather not drag this parlor game on any longer than we need to. All right. Good luck, Uncle. Aber wenn so 2 Alpha-Wölfe aufeinanderprallen, dann passiert das. Zum Glück ist Clive nur ein Beta. I thought we were the only ones causing trouble in Dalamil. Ach, herrlich. The misfortune Dalamil finds herself in is of a crystalline nature. So do be discreet in your inquiries, Er trägt auch, glaube ich, keinen Kristall. Zumindest nicht offensichtlich am Körper. Das ist spannend. Excuse me. Is it true there's been trouble with crystals of late? You've heard, then? I've heard rumors. Damn thieves. Pilfering the crystals that were meant to fill our cups and light our stoves. Us common folk have hardly had a shard to share between us these last few moons. And it isn't as if we can buy them on the black market either. Whoever's taking them, they aren't sharing. Okay. Hortet da jemand Kristalle, um eine Bestie anzurufen? Das wäre aber nicht gut. Das können wir so nicht stehen lassen. Do you have a moment? Depends what for. Just a question.
Dalamil seems to be thriving compared to the other villages I came through on the way. Is there a reason for that? Well, we're a stone's throw from Drake's Fang, for one. The soldiers guarding the Mother Crystal and the shipments need a place to spend their hard-earned gil. The men of the Rock throw their money about like there's no tomorrow. Is that so? Well, thank you. Don't let me keep you from your work any longer. Mhm. Ja, das Ding ist, Clive fällt halt leider auf wie so ein bunter Hund. A deposit? Wenn er sich irgendwo unauffällig bewegen kann, der Junge auch einfach vergessen. Well, I hope you gave as good as you got. What can I do for you, soldier? Need that sword polishing? I'm not a soldier. Ugh, then be off with you. I serve the men of the Rock and the men of the Rock only. He did not. You have an agreement with them? Don't be stupid. I just know which side my bread is buttered. Don't want to be stuck under some pauper when they come knocking. With pockets deeper than Zemeckis and an urge to empty them. No, just leave, will you? Before you scare them off. I think I'm starting to get an idea of what's been going on. Ah. I wonder if Uncle Byron's learned anything of use. Zum Glück ist He'll Clive probably be einer, back at the inn by now. der sein Schwert nicht polieren lässt. Eieiei. Die nehmen hier aber kein Blatt vor den Mund. It's you, the one who broke all our furniture. What do you want? Haven't you caused enough trouble already? Ich hab dir Geld I'm gegeben. looking for my pal. Have you seen him? The gentleman who was with you? Yes, he's upstairs, but... Thank you. I'll go and fetch him. Lässt er sich sein Schwert polieren? Was war diese merkwürdige Pause? Oh nein, Onkelchen, bitte sei kein Verräter. Oh, bitte nicht. Will this suffice as a deposit? By the sands. That's a black pearl. Oder versucht er jetzt wieder alles One mit of Geld the zu many lösen? treasures in my collection that I would be only too happy to part with, should you give me reason to do so. All right. I'm sure that we can come to an agreement, but not here. What are you doing, Uncle? Ich glaube, er will ihn briben, aber wahrscheinlich wird der andere ihn jetzt überfallen. Onkelchen, was machst du? Wir hätten ihn echt nicht mitnehmen sollen, er macht nur Probleme. Er handelt uns echt nur Ärger ein. Onkelchen, was machst du? Care to explain why you're giving gifts to Kupka's men? Bait, my boy. One cannot catch one's prey without it. And I do believe I've snagged us quite the quarry. I started by asking around the markets as to where I might purchase crystals. I had no luck, of course. It's forbidden to trade in such things. But my uncharacteristic indiscretion just happened to attract the attention of those uniformed ruffians. They took me aside and said they could procure the crystal I sought if I proved I could pay for it. So the pearl was your proof? I thought they'd ask for more. A second-rate specimen like that would only fetch 500,000 or so. Ach so, nur. A small price to pay for admittance to the underworld. Wie reich ist er? But enough about my little act of subterfuge. What did you discover? That the supply of crystals has dried up of late. And some people seem to think they're being stolen. Meanwhile, members of Kupka's private guard have been spending money all over town. I'll wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals meant for elsewhere, and pocketing the profits. I'll wager you're right. We'll meet with them then, just as you arranged, and put an end to the trouble Lubor spoke of. Ha! That preening popinjay thought this would be difficult. It just goes to show one should never underestimate a Rosfield.
We'll soon wipe that smirk off his face. Ist ein bisschen sehr I abgehoben. arranged to meet with the soldiers in a secluded corner of the Velcroy, far from prying eyes. The perfect place for a spot of double dealing. I trust I can count on your support if things turn sour. Of course. Ich meine, der Plan ist nicht dumm. I need a drink. Bisschen risky vielleicht. Aber come on, wenn eine halbe Million Gil einfach nichts für ihn ist. Pocket Money. Wie reich ist der Typ und wie zum Fick hat er es geschafft, so reich zu sein? $1,000 gil for a measly bunch of... Wenn sich andere Leute hier über 1000 Gil für Gisarkraut aufregen. Made from the stoutest stoneware. Do you think they'll be back soon? I need a new dress. Ich habe Fragen. Take a sniff, good sir. Viele. Wer weiß, wie viele illegale Geschäfte er schon hinter sich hat. Wie viel Geld wert wäre? Der Onkel? Schauen wir doch mal. Hier gibt's auch wieder Chocobos. Achso, im Vergleich zum Euro. Meistens ist es so eine 1:1 Umrechnung. Weiß nicht, wie es hier ist. Guten Tag. Seit wann bewegen sich Skorpione im Krabbengang? Toggle Vorsicht, der hat einen Giftstachel. Immer Vorsicht mit den jungen Hunden. Good girl. Oh ja, aber warte, ich wollte meine Fertigkeiten nochmal checken. Ich war hier nicht mehr drin, seit wir uns Titan einverleibt haben. Upsi. 1600 Punkte. Ich kann das einfach nochmal verbessern. Okay, aber ich glaube, ich würde erstmal die Lohnschwinge meistern. Die benutzen wir ja auch oft und gerne. Ich weiß nur noch nicht so recht, wen ich als drittes behalten will. Ich mag das aber, dass die hier so ein bisschen wie Sternbilder sind. Was mich halt auch nochmal so auf Space, ne? Ich meine, Mattia und so, sie sind einfach Sternbilder. Ich weiß ja nicht, Kinder, ich weiß ja nicht. Kann einfach mitkommen. Dann haben wir noch einen Chocobo. Ich glaube, ich sollte vielleicht fürs Bestiary zumindest einmal gegen alle Viecher kämpfen. Ich weiß nicht, ob die eingetragen werden, wenn man die nur sieht. Ey, der hat einfach eine Goblin-Münze gedroppt, okay. Warum denn nicht? Ich glaube, das habe ich nicht überall gemacht, aber wir können ja mal jetzt damit anfangen. So. Ihr dürft leben.
Ich meine, wir haben... Das ist eine Sache, die mir ein bisschen zu denken gibt, dass wir das Bestiary fast schon voll haben. Das ist so... Hast du eine Falle? Keine Falle. Ich habe jetzt irgendwie einen riesigen... so einen riesigen Ameisenlöwen oder sowas erwartet. Ein Sandwurm. If you know, you know. Aber vielleicht ja hier. I'll take it from here. Bitte bau keine Scheiße. Ach so, haben die einfach so ein Zelt mit Kristallen, na klar. Voll unauffällig. I was beginning to think you weren't coming, my lord. You've brought your contribution? All the silver and stones I could scrape together at such short notice. Wie viel You brought the Zeug whole hat der 500 dabei? talents. That was the price we agreed upon, yes? If you've no objections, I'd like to see the crystal. Of course. Right this way, my lord. Er läuft da einfach mit tausenden Gil rum, als wäre es nichts. Not bad at all. You weren't lying about the clarity. But what of security? If I were to be stopped on the road, what guarantee have I that it wouldn't be seized as property of the Republic? Because these crystals are no longer the property of the Republic. You're not buying from us. You're buying from them. And we have no more jurisdiction here than you, my lord. But we have ships, and will gladly deliver to a port of your choosing, now that our price has been met. Royalists, eh? What brings you here? Why, to collect their share of Drake's Fang's blessing, of course. Our nations are allies, and so they are entitled to a portion of the Mother Crystal's bounty. And, being such good friends, we elected to increase that portion and share the benefits. And now that these crystals are officially property of the Kingdom of Waloed, we are duty-bound not to interfere, no matter where they might happen to end up next. Clever. Did you get all that? They're in cahoots! So it would seem. My lord, what is the meaning of this? Double-crossing dogs. They're not here to do business. Kill them. Kill them both! Er war gar nicht mal so dumm. Bisschen dreist, vielleicht. It's not over yet, Uncle. Good. I'm just getting warmed up. Aber ich meine, die müssen auch sehen, wo sie bleiben. Die kriegen ja auch nichts geschenkt, die armen Leute. So würden sie bestimmt argumentieren, wenn man fragen würde. Noch mehr? Wo sollen die sich denn alle verstecken hier? So viel verstecken ist hier doch gar nicht. So Typen, die in ihrer Rüstung einfach schmelzen. Jetzt ziehen sie den Chocobo auch noch mit rein. Das finde ich nicht okay.
Die armen Kleinen. Jetzt werden sie bestimmt zur Wurst verarbeitet oder Suppe. Well, that wasn't too bad. How'd you like my performance, huh? I've often played the villain on the stage. I think I did the role justice. Don't you? Naja. Greybeard, you were magnificent. The battle scene was particularly thrilling. Da haben sich zwei gefunden, ne? Such a shame you didn't have more of an audience, but perhaps that's for the best. How long have you been watching? Long enough to witness your uncle's sordid transaction. I hardly expected one so venerable to degrade himself so thoroughly, buying one's way into the confidence of degenerates. Ingenious. This was the trouble you spoke of. The men of the Rock taking crystals meant for the common folk and conspiring with the royalists. Well, now it's over. Indeed it is. The people of Dalamil had scarcely any means of redress against Kupka's men, let alone a foreign army. Until you two came along, that is. Well, we'd better get these crystals back to town. You won't mind waiting with them while I fetch a wagon. Bring lieber ein paar Chocobos mit. Übrigens, funny, dass eins der Argumente ist, dieses Spiel hat keine Diversity. Naja. It occurs to me that I still don't know your name. Clive. So, Sid the Second is a Clive. I suppose it could have been worse. Well, Clive, you held up your end of the bargain, so I must do the same. Passage through the South Gate, was it not? To tell the truth, you've helped a little there too. Many of the guards have already been redeployed to deal with the issue of their missing comrades. And those left behind have been encouraged to look the other way should you attempt to pass through. Thank you. And please allow me to cover your costs. You still have the purse I gave to the soldiers, I trust? I saw you pluck it from one of the bodies. Oh, dear. Was I really so obvious? And my name is not Greybeard. It is Lord Byron Rosfield, thank you very much. Nope. Thank you very much. Greybeard. Hey, so ein Codename ist hier bestimmt nicht schlecht. Here, wear this. Nein, nicht noch eins. Oh Lord, die Wüstenrose. Oh. Any friend of mine who sees you with it shall be a friend of yours. Thank you, Lubo. And please, feel free to send one of my Stoluses back to your people. Tell them that Rosina Dalamil is back in bed with Sid. Mhm. Mit einem Namen wie Lubor sollte man sich übrigens nicht über andere Namen lustig machen. Oh, jetzt sehen wir das doch mal. Okay, das war cool. Was war das für eine Sprache? I'm trusting you, Sid. Or should I say, Clive? So be sure not to let me down. I have a reputation to uphold. Ach, Clive ist so ein liebenswertes Papi einfach. Well then, I wish you a safe journey south. Thank you. Not at all. It was my pleasure. Come on, Uncle. Let's go. Ich weiß nicht, ob wir Onkelchen nicht jetzt vielleicht hier lassen sollten, wenn wir Richtung Mutterkristall aufbrechen. Ich meine, er kann auf sich selbst aufpassen, aber wenn wir in die Höhle des Löwen gehen, weiß ich jetzt nicht. Oh hey, neue Sidequests. You wish to talk? So viel Zeit muss sein.
Über Lubor. You and I? Wir beide haben mehr gemeinsam, als man auf den ersten Blick meinen würde. Wir sind nicht nur beide Meister im Umgang mit der Klinge und obendrein schön anzusehen. Nein, wir führen auch beide einen berühmten Namen weiter. Ich liebe den Typen so. What? Was denn? Dachtest du etwa, dass ich Rosina Delamil frei erfunden habe? Das war der Name meiner Lehrmeisterin und ich habe ihn von ihr übernommen, zusammen mit ihrem Beinamen und ihrer Schmiede. Nach allem, was sie für mich getan hat, war es mir ein Anliegen, dafür zu sorgen, dass ihr Name weiterlebt. Sie hat mich von der Straße geholt und meine ungeschickten Finger dazu gebracht, ehrliche Schmiedearbeit zu verrichten, anstatt unredliche Missetaten. Alas. Bedauerlicherweise verließ sie mein Leben genauso plötzlich, wie sie hineingefunden hatte. Ich schwor, in ihre Fußstapfen zu treten. Ich wollte anderen eine ebenso große Inspiration sein, wie sie es für mich gewesen war. Deshalb halte ich ihre Schmiede am Laufen. Deshalb spiele ich die Wüstenhäsin und kümmere mich um die Weisen von Delamil. Bis vor kurzem war ich noch der Ansicht, dass meine Verpflichtungen gegenüber Rance und Rika meine größte Sorge sind. Dann allerdings tauchte der berühmt-berüchtigte Sid wieder auf und hat alles verkompliziert. Still? Theoretisch sollte meine Aufmerksamkeitsspanne für euch alle reichen, aber sieh es mir nach, wenn die Wüstenhäsin nicht immer auf Abruf für dich bereitsteht, ja? Gaida, Gaida. Über Delamil. Ours is a blessed corner of the Velcroy. Dieses Fleckchen Erde in der Velcroy ist wirklich und wahrhaftig ein Segen. Eine Oase mit klarem, fließendem Wasser und natürlichen heißen Quellen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich hier schon lange vor der Gründung der Republik Menschen niedergelassen haben. Und nach der Landesgründung sind es immer mehr und mehr geworden. Findige Händler sind gekommen, um den Leuten, die in den Minen arbeiten oder sie bewachen, ihre Waren feilzubieten. Und das haben sie wohl auch getan und hier fröhlich ihre Kassen gefüllt, weit weg von den wachsamen Augen und den gierigen Fingern der Steuereintreiber. Nicht, dass den Erlassen Randellas in dieser Gegend besonders viel Beachtung zukommen würde. Delamil folgt schon lange seinen eigenen Gesetzen. Hier machen diejenigen die Regeln, die das meiste Geld haben. Oder die meisten Freunde. Ist das nicht überall so, wenn ich mir Byron so angucke? At least they did. Zumindest war das so, bis Kupka dieses Schloss im Herzen des Mutterkristalls errichtet hat. Danach wurde Delamil zu seinem Lehnsgut. Der hat da einfach ein Schloss drum gebaut. Ich weiß nicht, dann sollten wir, wenn wir schon mal drin sind, vielleicht auch gleich den Kern zerdeppern. Und so locker seine Männer mit ihrem Geld umgehen, Kupkas Autorität setzen sie eisern durch. Wie du mittlerweile sicher weißt, ist diese hier nämlich unanfechtbar. So. Da dürfte es nachvollziehbar sein, dass diejenigen, denen das Wohl des Volkes am Herzen liegt, ihre Sicherheit lieber selbst in die Hand nehmen, wie es zum Beispiel meine Vorgängerin getan hat. Der kennt da überhaupt nichts, ne? Über den Kristallmangel. Aber das ist doch jetzt alles keine Sidequest. Das ist spannend, aber das ist doch keine Sidequest. How very fitting. Es überrascht mich nicht, dass die edlen Soldaten Dalmekias und Valuts, die auf so vielen Schlachtfeldern schon Seite an Seite gekämpft haben, auch diesmal gemeinsame Sache gemacht haben. Jetzt, da sie zur Strecke gebracht wurden, wird den Kaufleuten Delamils ein Stein vom Herzen fallen. Viele wurden durch den Kristallmangel fast in den Ruin getrieben. Sicherlich würden sie alle sofort herbeistürzen und dir für den Dienst danken, den du ihnen erwiesen hast, wenn sie wüssten, was du getan hast. Of course. Solche Engpässe werden jedoch unser Schwachpunkt bleiben, solange wir uns auf die Macht der Kristalle verlassen. Aber Menschen sind nun einmal leider gierige und faule Geschöpfe. There's simply no other way. Es gibt keinen anderen Ausweg, Clive. Du wirst jeden einzelnen Mutterkristall im Reich zerstören müssen. Nur so kannst du der blinden Abhängigkeit der Menschen ein Ende setzen. Enttäusch mich nicht, hörst du? Ich gebe mir alle Mühe. Ach, das war gar nicht seine Quest. I've never even forged a butter knife before. Oops. Perhaps Forge Master Luber's having fun at my expense. I wouldn't put it past him. Neither would I. Oh, wait. Are you Clive? Sorry, my mind was elsewhere. I'm Sava, Master Luber's least accomplished apprentice. Aber die haben hübsche Waffen Soon hier. to be former apprentice if I don't pass this test. Maybe I'm just not the resourceful type. People are buying up weapons faster than the Briar's Kiss can forge them, and here I am, unable to make a decent bit of kitchenware. He wants me to make a carving knife, one that embodies the spirit of Dalamil. Whatever that's supposed to mean.
I don't suppose you have any idea what he's on about, do you? Woher denn? I'm afraid not. Never mind. Thought I'd ask. It was that or pack my bags. Der gibt aber auch leicht auf. I could give you a hand if you like. I know how busy the Briar's Kiss has been, and that Lubor needs all the capable hands he can find. I'd be a fool to refuse. So, where do we start? Good question. If I'm honest, I've never made any kind of knife before. And then there's this little riddle to keep in mind. The spirit of Dalimil. Nothing is ever simple with that man. The way I see it, there's only one way we'll be solving Lubor's puzzle. We need information. The more the better. You're right. There's no point fumbling in the dark, I suppose. Now, who to speak to first? Well, there's plenty of folk in Dalimil who use knives for a living. There's the butcher, of course, and any number of cooks. They're bound to have an opinion or two about the tools of their trade. All right. I think we have a plan. Let's get to it, shall we? I'll talk to every cook I can find. You speak to the butcher, and anyone else you can think of. Okay. All right. Good luck. Let's hope that someone says something useful. Hätte auch alleine drauf kommen können, aber ich helfe ja gern. Trust Lubor to take a simple test and turn it into a riddle. I'd better get to it. Und wenn wir gerade schon dabei sind. Ist schon hier? Na gut. Welcome, sir. What can I do you for? A question, if you don't mind. I need to know what makes a good carving knife. You a blacksmith or something? Something, I suppose. Fair enough. Knives, is it? First and foremost, it's got to hold an edge. Most knives will make it through fat, no problem, but sinew dulls cheap steel in no time. Give me a blade which can slice through anything that crosses my chopping block, and I'm a happy woman. So a knife that stays sharp. Makes sense. Also wie Clives Messerchen. Das geht ja anscheinend auch durch Knochen. Plates and pots! Bowls and basins! Everything I've worked for. The baths are, closed for scrubbing. Please bear with us a little longer. Na gut. Was ist deine Sorge? Was ist hier wieder passiert? All those years of toil. Every coin I've ever earned is tied up in this place. Are you all right? The baths are closed. Leave me be. On second thought, perhaps you are just what I need. Might your services be for hire? That depends on the job. I'd have you save my business, the baths. The water's turned scalding hot and all the crystals in Dalimil wouldn't be enough to cool it. I've no doubt that my woes stem from the water's source. But I can't go and investigate for fear of my customers thinking I've abandoned the place. I'm bound to these baths in more ways than one. I beg of you. Go to Dusnoff Terraces. Tell me what you find there. Bestimmt hat sich ein Feuerpudding reingesetzt. All right. I'll go and take a look. Wonderful. It's not far. Leave the market by the south gate. The smell of sulfur will guide you the rest of the way. These baths are all that keep me from an ignoble end in a debtor's prison. My livelihood, my very life, is at stake. Ja, ist ja gut. Ich gehe ja schon. Ich verstehe ja, dass man in der Wüste nicht mal eben Eiswürfel auftreiben kann. Made from the stoutest stoneware. Won't chip, won't crack, no matter die how Frage? rocky the road. Wo ist I'll be die asking for you andere again, Quest? my sweet. Oh Gott. Then see that you stay Ich gehe mal lieber. Bevor die sich hier gleich ein Zimmer nehmen. 1,000 gil for a measly bunch of dissolved. If you can't even... Ha! They've opened the gate. Lubor was true to his word. Sehr schön. Doch zuerst müssen wir den Leuten helfen. Me no move for chatter. Sorry.
Do you mind if I ask your trade? Hunter, why? I have a question. Can you tell me what makes a good carving knife? I assume you use one out in the field. Vielleicht sollten wir auch eins mitnehmen zum Looten. Has to be able to put up with some punishment. Can't be dealing with a brittle blade, not while I'm on the hunt. Zum The Ausweiden. knife snaps every time you use it. You'll be spending coin as fast as you make it. Times are hard enough as it is. Thank you. I won't keep you any longer. All business, eh? Man after my own heart. Ich mag die Klamotten von ihr. So, a carving knife should be hard-wearing and hold an edge. Hardly a revelation. Let's hope Sava had better luck than I did. Silver platters. Aber hier ist mal richtig was los. Also hier, das ist so eine richtig lebendige Stadt. Hier laufen überall Menschen rum. Die ganze Zeit schreien dich NPCs von links und rechts an. So, how'd it go? You learn anything useful, or should I be looking for a new trade? Ich dachte, du hast auch Köche Only that a gefragt. blade should be durable and stay sharp. But I don't see how that relates to the spirit of Dalamil. I didn't have much luck either. All the cook said was that he needs his knives to be light. Too heavy and they do his shoulder in. So we're no better off than when we started. Perhaps Lubor didn't mean anything with his Dalamil remark. But that can't be right. I've bandied enough words with the man to know that he chooses them carefully. No. Unnachgiebig. We must be missing something. Stark, schön, entschlossen, mutig, Something right in unbesiegbar. front of our noses, most likely. No doubt you're right, but I have to make a start soon. I can't put off making this knife forever. Agreed. Lubor wouldn't like that much. Right. I've been trained to work iron. The cheap stuff, mind. But it's hardy enough if you don't hammer it too thin, and it sharpens up nicely with a bit of effort. Trouble is, it's either durable or it's light. Meaning someone is going to be disappointed. Forge Master Lubor, probably. Du kannst ja Is nicht there allen no one recht else you can machen. turn to? Someone who knows their metals, perhaps? The other apprentices know better than to help me with my test. But Ist das eigentlich Cheaten, was er da gerade macht? Was meint ihr? is someone I could turn to. A merchant, a favorite of Forge Master Lubor's, who sells metals to tradesmen passing through the Valcroy. I bet she'd know a thing or two. Bisschen ja schon, oder? Wenn er die ganze Zeit Clive fragt. Ich meine. Das ist jetzt natürlich doof, dass die in so komplett entgegengesetzte Richtungen gehen. Aber wenn ich eh gerade an dem Ausgang hier bin. Gehen wir erstmal hier hin. Ich dachte, ein Griff reicht. Ja, hä? Wie? Griff und eine Klinge? Scheint mir aber dekadent. Ich dachte, die haben hier nichts. Run like the wind. Woo! Woo! Ich dachte gerade kurz, das wäre Torgel auf dem anderen Chocobo. Oh Gott. Das geht zu Ende mit mir, Chat. Aber zum Glück hat Torgel ja selber Allradantrieb, der braucht das gar nicht. You deserve a rest. Wie witzig das einfach aussehe. Torgel auf dem Chocobo. Any luck? Or will you be needing help with your bags? Well, I asked her, but... you tell him. If you're looking to make a knife that will impress a master like Lubor, there are options. They're just not that viable. Featherlight adamantite knives will get passed from generation to generation, never needing so much as a lick of the whetstone. But adamantite ore is unique to ash, so it doesn't come cheap. And it's beyond my skill to handle. Unique to ash. Are there any materials unique to Dalamil? Something which could be mixed with iron to refine it?
Make it lighter. What are you getting at? You said that Lubor trained you to work iron. Then that's what he'll expect you to use. But he would have known that it would either be too heavy or too brittle for a carving knife. Perhaps his Dalamil remark wasn't a riddle, but a hint. Clive Cheap smart. metal you're using. Then there's always limestone, I suppose. Folk first settled Dalamil to get at her mineral deposits. And if you know the trick, it can be melted down in the furnace to drive out impurities from low-quality iron. Bloody hell! That must be it! I don't suppose you know the trick, do you? It's hardly my speciality, but I've been around enough blacksmiths to know how it works. Looks like I've got some learning to do. Clive, I hate to ask after Ja, all ja, you've ich done hol dir for me, schon, keine Sorge. But Limestone? Fine. I can hardly abandon you now. Jetzt wollen wir auch wissen, wie es ausgeht. I want to know if this is the answer to Lubor's little riddle. I can't thank you enough, Clive. Außerdem hätte ich You'll auch gern have so no ein trouble finding Ausweide. limestone over in the terraces. The place is bloody made of it. Then I suppose I'll meet you back at the forge. Right you are. I'll see you shortly. Ist ja schon immer sehr traurig, die Kadaver immer so liegen zu lassen. Do you crush it up or just throw it in the furnace? Aber sehr gut, dass uns das auch in die Terrassen führt. Da führt uns die andere Sidequest nämlich auch hin. Faster! Faster, Ambrosia! So, eine glückliche Fügung aber auch. Huch. Wollte mir das sowieso mal angucken. Sieht nämlich richtig interessant aus. Run like the wind. Ich mag halt, dass auch so viele kleine Anspielungen drin sind. Wie gestern das mit dem Kanarienvogel. Oder heute mit der Wüstenrose. Is it true what I'm Das hearing? haben sie halt schon ziemlich Yes, cute they're gemacht. quite sought after. Fresh bread, warm from the oven. Schneller, Clive. Schneller. Weights and pots! Hanging lantern! Muss ich dafür jetzt raus? Ja. Finally, we'll be able to get... We should get going soon. Do you have water? Wow. Ah, I'm not too late. What is it, Lubor? A question that I neglected to ask earlier. Where is it that you're bound? To Drake's Fang. To finish Hugo Kupka. Just as I thought. Ich glaube, so einfach wird das Then nicht. allow me to share a secret. Drake's Fang is currently riddled with royalists. Tolmeki and Walud are allies, and as you have seen, their soldiers work hand in glove. But no nation has ever before allowed a foreign army to make a barracks of its holiest of holies. Not by choice, at least. And there's more. A man on the inside of the Fang has failed to report for several days. I fear there may be more trouble lying in wait for you on the road ahead. Isn't there always? If you're determined to beard the lion's den, then promise me one thing. That you will enter via the mines, where the guard is lightest. I've lost one Cid already. If I lose another, people will start to think me careless. I don't plan on dying. Not before Kupka does, anyway. Well, so long as you have a plan. Ja, wir haben noch ein bisschen was zu tun, bevor Clive den Löffel abgeben kann. So 1, 2 Kristalle vernichten. Drake's Fang should be just beyond these springs. Shall we press on? Gleich. Eile mit Weile, Onkelchen. Wieder hinten die Bomber abgehen. Guck mal, die tanzen voll. Aber ich glaube gleich nicht mehr. Die sind nämlich schuld, dass das Wasser so warm ist. Ah doch, kein Pudding. Ist nur die Frage, wie ich da One hinkomme. rock looks a lot like another. But hopefully this is... Außenrum. Na gut. Southern needs.
Na gut, dann laufen wir halt mal schnell einen kleinen Umweg. Come on, girl, the gate's open now. Aber das hier ist schon super beeindruckend. So eine Landschaft aus Kalkstein. Schon irgendwie cool. What the hell are those things? Das würde ich mir jetzt zum Beispiel als Postkarte an die Wand hängen. Something awful's taken up residence in the springs. You'll turn back if you know what's good for you. Ich räume auf, keine Sorge. Good Guy Clive ist gekommen, um zu säubern. Ja, das erinnert mich an dieses eine Freiluft-Onsen, wo wir mal waren. Weißt du noch, welches ich meine? Das war auch so ähnlich. Da konnte man aufs Meer gucken und gleichzeitig in der heißen Quelle planschen. Das war schön. Da gab es auch keine Bomber, die Stress gemacht haben. By the flames. That explains the heat. Das sind viele. Give me! Ich hoffe nur, es explodiert mir nicht wieder einer. Das war letztes Mal nämlich unangenehm. Hm. Au. Noch mehr? Oh, der ist blau. So ein Lümmel. Das ist hier aber zum Kämpfen ein bisschen kacke. Mit dem Vorsprung. Nicht so das ideale Battlefield, muss ich sagen. So, und nun? Ach, macht ihr immer noch an dem Typen rum. Komm schon, Torgel. Fass, Junge. Ob sie das wohl alleine hinbekommen? Ich glaube nicht. So. Beenden wir das Elend. Ach, die wieder. Die Lümmler. Zum Glück ist Papa Clive ja da. Let's cool things down a bit. Let's hope it's enough to keep the baths from boiling. Zum Glück gibt's Papa Clive. Guck mal, wir könnten einfach durch die Oase kurz schwimmen. Und ihr gesamtes Trinkwasser verunreinigen. Well, this is no good. I was hoping to get out. Is it true what I'm hearing? The men of the rock. I hear you and the Master are working together now. Glad to have you on board. Bestellung. Okay, ein Großschwert für 1000 Gil, das ist ja richtig günstig. Nicht weniger als 8 Handbreit lang, gewichteter Knauf, Perlmuttverzierungen, gezackte Klinge zum Durchtrennen von Knochen. Okay. Hier. Für dein Gesellenstück. But I hope this is enough. Kalkstein.
einfach schon 10. You are one of the good ones, you know that. Wir haben noch nichts geschafft. You and that merchant both, she's got quite a gift for teaching that one. Now, time to see if limestone is the secret weapon we were hoping for. Go, 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 go. Ich glaube an dich. You can do it. Schicki. That'll do, I reckon. A knife forged from the very rocks of Dalimil. Her spirit, if you will. It's a fine-looking blade. I only hope Master Lubor agrees. That sounds like my cue. And just as well. I was getting tired of waiting. I'm sorry, Forge Master Lubor. Let's take a look then, shall we? First things first, Sava, do you think this is a carving knife worthy of the fine people of Dalimil? I'd like to think so. But what do you think? What do I think indeed? It's sharp-ish, but it won't last long with hard use. And it's heavy, heavier than it should be. You might not think it just to hold it for a moment, but sell that to a cook and you'll never hear the end of it. It looks like someone paid a visit to the terraces. The limestone was a step in the right direction, granted, but one that still leaves you short of the mark. And I was so certain I had it all worked out. I don't know who you found to teach you that little trick, but it certainly shows initiative. Next question. How much do you think I would charge if I'd made this? Well, if it took you even a fraction of the time it took me, I would say you could demand a heavy purse. And who would be able to pay that? Keiner. Cheap muss es also auch The sein. butcher? The hunter? The cooks over at the inn? Dalimil is home to humble traders, not wealthy lords and ladies. Rule number 1 in any business, Sava, know your customers. Yes, Forge Master. This is just about passable. But only just. I'd say you're worth keeping around a little longer. Starting tomorrow, you'll have an anvil of your own. I will. Thank you. I was wondering, what would you do if you were asked to forge a carving knife? I'd do what I always do. Ask who it's for. If it was for the butcher, I'd make sure it holds an edge. For the hunter, I'd make it as tough as Titan. For the cook, light as a feather. And for the nobleman, I'd make it cost an absolute fortune. He's smart. Kleines Schlitzohr. There goes a master, all right. It looks like congratulations are in order. I couldn't have done it without you. So much for the Forge Master's riddle, though, eh? The spirit of Dalimil had nothing to do with limestone or anything much at all. Meaning, I had you run around for no good reason. You've passed your test. That's all that matters. You'll have a forge of your own in no time. And when I do, I'll craft you the finest carving knife you have ever seen. Dann brauche ich es nur wahrscheinlich nicht mehr. Wir sind ja schon halb durch. Aber danke trotzdem fürs Angebot. Thank you, Clive. I honestly don't think I could have done it without all your help. Torgel, komm mal da weg, das ist doch heiß. Der einfach seinen Schweif an den Amboss. Fresh bread, warm from the oven. So, was jetzt mit den Badehäusern? Alles wieder gut? I was hoping we'd be seeing you again. The baths grow more bearable by the moment. It won't be long now before we are back to business as usual. Gut, dann kannst du mich ja jetzt bezahlen. Now, tell me this. What did you find at the terraces? What threatened to make me a pauper? Not what I expected, that's for certain.
Ja, wie kommt Bomber eigentlich dahin? You tell a fine story. That's not to say I don't believe you, though. Creatures made of flame, eh? That's something new to worry about. But I burdened you with my worries enough already. Here, a small something by way of thanks. Right. It's high time I got back to work. With a little luck, the day might yet be salvaged. Fein, fein. Ach, Onsen sind toll. Ich vermisse Onsenbäder. Eine Rotlegierung. Die habe ich doch auch für irgendwas gebraucht. Da können wir uns dann was Feines machen. Kann ich jetzt ins Badehaus? The, scrubbing is almost finished. We appreciate your patience. Okay, gut. Dann müssen wir hier lang, richtig? Richtig. Sweet incense. Aber bevor wir uns Kupkas Kopf holen, We should get going soon. Do you könnt have ihr noch water? ein bisschen die I got a Aussicht crystal. genießen. So long as we stay out of the Deadlands, we'll be all right. Denn ich brauche erstmal ein kurzes Päuschen und dann schauen wir mal, was am Drakes Fang so abgeht und ob wir heute nicht vielleicht doch noch einen Mutterkristall kaputt machen. Ich meine, wie gesagt, wenn wir schon mal da sind, können wir den ja eigentlich auch direkt in einem Aufwasch mitnehmen, ne?